25 Jahre lang in exakt demselben Fass gereift, natürliche 43% Fassstärke und das Ganze für läppische 63 Euro. Wir haben heute ein echtes Preis-Leistungsmonster hier von einem kleinen Bauernhof aus der Gascogne auf dem Tisch. Ob das Ganze aber auch abliefert? Wahrheit im Glas-Modus an. Hallo und willkommen zur Jagd nach der Wahrheit im Glas. Wenn ihr die polierten Flaschen der großen Chateau sucht, dann seid ihr hier heute falsch. Wir haben heute mit der Originalabfüllung von der Farm de Bagoche, Jahrgang ist hier 1999, echte Bauernpower am Start. Wie gesagt, das ist das Flaschendesign von diesem 1999er Jahrgang und die Hardfacts blende ich euch auch nebendran noch kurz ein. Wie eben schon ganz kurz angeschnitten, verfolgt Christian Bergerot hier eine ganz spezielle Philosophie. Und zwar, sie lautet un millésime, un fût, also ein Jahrgang, ein Fass. Kein Umfüllen, keine Belüftung. Das bedeutet jetzt für unsere heutige Abfüllung, das Destillat blieb 25 Jahre lang in exakt demselben Fass. Und wir möchten jetzt mal schauen, was diese rustikale Reifung mit der Bacco-Traube angestellt hat. Und die Farm de Bagoche ist eigentlich kein, in erster Linie Armagnac-Produzent, sondern in erster Linie sind sie Foie Gras-Produzent, also Gänseleber. Und sie haben hier zwei verschiedene Keller für ihre Armagnac und die reifen da eben ganz in Ruhe vor sich hin, neben den Gänsen. Und ich kann euch übrigens vielleicht noch ganz kurz, bevor wir gleich im Tasting starten, nur die Empfehlung geben. Wenn ihr mal gerade vielleicht bei Marquisteau seid, Marquisteau ist nicht ganz so weit weg von der Farm de Bagoche, das sind, ich glaube, 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten Autofahrt maximal. Also wirklich sehr nah dran und dann fahrt man bei der Farm de Bagoche unbedingt vorbei. Auch wenn ihr kein Französisch sprecht, vielleicht habt ihr ja Glück wie ich bin auch per Zufall tatsächlich hingefahren, weil der Name war mir ja bekannt oder hatte ich schon öfters mal jetzt doch gehört. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich, wenn ich die Zeit noch habe nach Marquisteau, fahre ich noch dahin und ich bin dahin gefahren. Hatte Glück, Christian war da, hat mir das Ganze kurz gezeigt. Leider konnte ich keine Videotour machen, aber es ist trotzdem, also wenn ihr mal in der Gegend seid, schaut wirklich mal dort vorbei. Und Farbe, es ist tatsächlich ein sehr schöner Farbton, dahingehend, dass er so eine, so Bronzenuancen drin hat, aber auch ein bisschen was vom Bernstein. Also ein richtig toller Farbton. Und übrigens kommen jetzt auch nach dem Review jetzt von diesem Jahrgang noch 2 weitere Jahrgänge von der Farm de Bagoche. Ich habe mir damals 3 Flaschen mit, bei dem Preis unglaublich, musste ich zuschlagen, klar. Und da kommen eben jetzt noch 2 weitere Jahrgänge, die auch sehr besonders sind alle 3 sehr besonders. Und jetzt schauen wir einfach mal auf den ersten Aromen in der Nase. Ja, und an diese Nase von dem 99er kann ich mich noch so gut erinnern. Das sind so 2 Schichten. Ihr habt hier eine Schicht, unglaublich süß, Karamell. So weiße Mandeln, ein bisschen leichtes Rancio. Ihr spürt in der Nase so ein bisschen schon was von der Mineralität. Und dann kommt die andere Schicht und da wird es fruchtiger, aber so ein bisschen bitterfruchtig. Wunderschöne Zusammensetzung hier. Es sind für mich, die Grapefruit ist da. Ein bisschen was aber auch, wie soll ich es beschreiben? Es ist so eine Johannisbeere vielleicht und auch so ein bisschen was wie so eine Quitte. Also so ein bisschen diese bitterfruchtigen Früchte und einfach nur wunderschön. Diese 2 Schichten, die kämpfen so gegeneinander an. Ich würde mal behaupten, es ist eher so diese Fassseite, die da ist und dann eben diese fruchttraubige Seite, die da ist. Und das ist hier so ein wahnsinnig interessantes Battle zwischen den 2. Das macht einfach richtig Spaß. Also es ist wirklich so ein Level, mal ist diese Bitterfruchtigkeit, die so ein bisschen in der Nase kitzelt, dann kommt wieder das Fass. Wunderschön. Ja, und wir probieren nochmal Santé. Ja, geschmacklich toll. Wunderschöner Bass-Armagnac. Es ist hier, eine recht ähnliche Richtung wie schon auch in der Nase. Viel Fruchtigkeit, Mango ist da. Ihr habt aber auch dann so eine Hagebutte-Note, die Kirschen. Ein bisschen Orangen kommen dazu, so eine richtig süße, saftige Orange. Auch hier finde ich so ein bisschen leicht diese Mineralität drin im Geschmack. Und dann ist es hier so eine schöne Kombi noch aus Zimt und Nelke, die noch hier dazu stößt. Wunderbar. Also auch hier dieses Aromenspiel, wunderschön. Und es ist so ein komplexer Armagnac, das ist wirklich der Wahnsinn. Denn auch im Abgang. Und Abgang ist für mich sogar, minimal das Highlight vielleicht bei diesem wunderschönen Armagnac. Denn das Rancio schießt dann plötzlich nochmal intensiver ein. Und dann ist es
ja, so eine getrocknete Mango vielleicht jetzt. Also die Mango bleibt so ein bisschen für mich da, auch im Abgang dann. Und dann, ja, ist es so eine Lakritznote, die dazu kommt, Milchschokolade. Also der Abgang ist nicht bitter. Es ist wirklich ein sehr süßer, wie gesagt, fruchtiger Abgang. Und ja, so diese prickelnde Würzigkeit, die noch dazu kommt. Also im Abgang ist auch so viel drin. Ja, es ist aufgrund des nicht so hohen Alkoholanteils, jetzt nicht so ein intensiver, starker Abgang, nee, aber so angenehm. Ammoniak ist immer noch so leicht dezent da, so Schwarzteenoten noch so ein bisschen, also so ja, richtig weich, dann hier im Abgang angenehm, toll. Also auch wirklich mal schön jetzt so einen Ammoniak zu haben, der im Abgang so ein wunderschönes Mundgefühl hinterlässt, so ein angenehmes Mundgefühl hinterlässt, sensationell. Ja, also es ist ein super Ammoniak, ihr habt süße Noten drin, Fruchtigkeit, eher vielleicht sogar leicht die Bitterfruchtigkeit, etwas dominierend, aber es ist so vom Profil von diesem Ammoniak einfach nur wunderschön, weil er so eine Linie eigentlich relativ durchzieht. Er hat nochmal so ganz kleine Abweichungen vielleicht nochmal ein bisschen drin, gerade so im Geschmack mit dieser Kirschnote, die noch dazu kommt, wo das Ganze mal so ein bisschen einfach ändert. Und im Abgang ist es dann dieses intensivere Rancio, aber grundsätzlich ist es eine wunderschöne Identität, die dieser Ammoniak hat. Und ich meine, ganz ehrlich, wir reden hier für einen Flaschenpreis. Ich habe jetzt 63 € letztes Jahr dafür bezahlt. Wahnsinn. Also wir haben hier 25 Jahre Bass Armagnac, wunderschönes Produkt, Christian. Ich weiß nicht, wenn du das Review siehst, ich werde dir auf jeden Fall den Link schicken, wenn es dann rauskommt. Ich freue mich unglaublich jetzt dann noch auf die anderen zwei, die dann noch demnächst anstehen. Das sind einfach auch wunderbare Armagnac, die dann noch kommen werden. Und ja, auch solch tolle Handwerksprodukte, wie dann auch jetzt dieser Armagnac. Wir schauen noch auf die Punkte. Wunderbare Punktzahl, die ich heute Abend wieder mal vergeben darf. 23 für die Nase, 23 auch für den Geschmack. Abgang für mich das kleine Highlight mit 23,5 Punkten und für den Gesamteindruck 23,5 Punkte. Ja, vom Gefühl her könnte man sogar noch einen Ticken höher gehen, weil er einfach so viel abdeckt und dieser unglaubliche Preis. Also ja, falls ihr mal dort seid, wie gesagt, auch wenn ihr jetzt nicht gut Französisch sprecht, lasst euch mal ein paar Armagnac dort einschenken. Vielleicht auch, wenn es diesen 99er-Jahrgang noch gibt, lasst euch da mal was abfüllen. Erst ist wirklich wert, verkostet zu werden. Da ja, macht ihr euch eine große Freude mit, glaubt mir. Ja, und dann haben wir wunderschöne 93 Punkte für diesen tollen Femme de Bagoche aus 1999. Und wenn ihr denn jemals dorthin geht zur Femme de Bagoche, lasst mich mal wissen, was ihr probiert habt, was euer kleines Highlight vielleicht ja auch war. Wenn ihr euch dann noch an dieses Review hier erinnert, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dann einen Kommentar noch da lasst im Nachgang. Und ja, also wie gesagt, schaut auf meiner Website vorbei, dort sind die anderen Femme de Bagoche Abfüllungen gelistet, wann diese dann auch erscheinen werden. Wird nicht mehr allzu lang dauern, weil die einfach so toll sind, ich die unbedingt euch auch präsentieren muss noch hier auf meinem Kanal. Und ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Review. Macht's gut, cheers!